Okay, so the focus that we have is on the nature of obscurations and obstacles. Unsere Ausrichtung hier ist auf die Natur von Verdunklung und Hindernissen. There are many different approaches to this in the Buddhist traditions. Und in den buddhistischen Traditionen gibt es dazu viele verschiedene Zugänge. Many of them are in the domain of what we might call the heroic. Und viele davon befinden sich in einem Bereich, den man als den heroischen Bereich, heldenhaften Bereich bezeichnen kann. That we will overcome all difficulties. Dass wir nämlich alle Schwierigkeiten überwinden werden. And face all challenges. Und allen Herausforderungen ins Gesicht blicken werden. And there are some advantages in this. Das hat natürlich gewisse Vorteile. Because it allows us to develop qualities of endurance and patience and discipline. Denn dieser Ansatz erlaubt uns Qualitäten von Ausdauer, Geduld und Disziplin zu entwickeln. But these then of course become our qualities. Diese werden dann aber natürlich unsere Qualitäten. And they become integrated into our sense of personal identity. Sie werden dann in unser eigenes Empfinden, unsere persönliche Identität einverleibt, integriert. And we become someone who has the confidence of having good qualities. Und dann werden wir zu jemandem, der das Selbstvertrauen hat, gute Qualitäten zu besitzen. However, of course, the basic Buddhist teaching says there is no someone. Aber die grundlegende buddhistische Lehre sagt, es gibt da niemanden. That the sense of an individual essence or substance is an illusion. Dass die Empfindung einer individuellen Essenz oder Substanz lediglich eine Illusion ist. So the heroic mode carries as its kind of shadow the increasing sense of truth and power and substance. Dass dieser heroische, der heldenhafte Modus als seinen Schatten einen zunehmenden Sinn dafür trägt, Macht und auch Substanz zu besitzen. This easily leads to all kind of projections of some people being special. Und das führt natürlich sehr einfach zu gewissen Arten von Projektionen auf bestimmte Leute als besondere Leute zu erzeugen. So we have special and ordinary, sacred and profane. Dann haben wir eben außerordentlich und gewöhnlich, wir haben geheiligt und profan. Which of course is a structure of duality and polarity. Natürlich ist das eine dualistische und eine polarisierte Struktur. But the focus of Buddhism is on non-duality. Aber die Ausrichtung des Buddhismus ist auf Nicht-Dualität. So we can see that there are funny turns inside any developed structure. Und da können wir sehen, dass es innerhalb einer jeden entwickelten Struktur merkwürdige Wendungen gibt. In the practice of Tantra, the function of the special is to reveal the same nature in everything. In Tantra ist die Praxis des Besonderen, die gleiche Natur von allem zu enthüllen. So Tantra operates as a kind of homeopathic treatment. Das heißt, Tantra operiert als eine Art homöopathische Behandlung. That is to say, we start with the poison or obscuration of discrimination, of seeing that there is this which is not like that this is better than that, and so on. Das heißt, wir beginnen mit dem Gift, mit der Verdunklung des Betrachtens von manchen Dingen als dies und anderen Dingen als jenes, die nicht so sind wie dies und so weiter. High and low, near and far and so on. Wir haben also dort hoch und tief und nah und fern und so weiter. And in order to antidote this, we focus on these divinities and great heroic forms like Padmasambhava, Aryatara and so on. Und um dem entgegenzuwirken, fokussieren wir uns auf die Gottheiten und die großen heroischen Formen wie Padmasambhava oder Aryatara und dergleichen mehr. They are special and we are ordinary. Sie sind besonders, wir sind gewöhnlich. They are clear and we are lost and weak. Die sind klar und wir sind verloren und schwach.
And then by using the power of devotion, we, in the meditation, merge into the deity. Und indem wir die Macht der Hingabe benutzen in der Meditation, verschmelzen wir mit der Gottheit. Which dissolves that structure of polarity. Und das löst dann die Struktur der Polarität auf. And we come to see that everything has the nature of emptiness. Und wir kommen zu der Erkenntnis, dass alles die Natur von Leerheit besitzt. And that is a path of effort, a path involving the need to visualize and to constantly remind oneself to do the practice. Und das ist ein Pfad der Bemühung, ein Pfad, auf dem wir visualisieren müssen und auch ein Pfad, auf dem wir uns ständig daran erinnern müssen, die Praxis auszuüben. It's a very useful path, but particularly for particular kinds of character structure. Das ist ein sehr nützlicher Pfad für ganz bestimmte Arten von Charakterstruktur. But here we're primarily concerned with what's known as Dzogchen. Hier an dieser Stelle sind wir aber hauptsächlich mit der Frage befasst, was als Dzogchen bekannt ist. Which is designed to be an easy way. Und das ist ein Pfad, der als ein einfacher Pfad entworfen wurde. Difficulty, well, we know what difficulty is. We already have enough difficulties. Und was Schwierigkeiten anbetrifft, so wissen wir ja genau, was Schwierigkeiten sind, weil wir genug davon haben. If you make a spiritual path difficult, it tends to become incorporated into your ordinary frame of reference. Wenn man einen spirituellen Pfad geht, dann wird das Schwierige sozusagen in den eigenen Bezugsrahmen integriert. Because the basis of what's called samsara, our experience of revolving through many different states of experience without much clarity. Denn der Zustand, den wir als Samsara kennen, also die Erfahrung, sich durch verschiedene Zustände zu drehen, durch verschiedene Erfahrungszustände zu drehen, in denen wir keine große Klarheit erfahren. Is rooted in ignorance. Das alles wurzelt in Ignoranz, in Unwissenheit. Which means essentially ignoring our own true nature, our Buddha nature. Und Ignoranz bedeutet hier essentiell die eigene wahre Natur zu ignorieren, unsere Buddha-Natur zu ignorieren. And therefore the quick path or the easy path is to attend to one's Buddha nature. Und in dieser Weise ist der schnelle oder der einfache Pfad der eigenen Buddha-Natur tatsächlich Beachtung zu schenken. This has already been here from the very beginning. Diese war schon da von einem Anfang an. And so in Dzogchen we start with the setting out of how, what the basic nature of existence is. So dass wir in Dzogchen damit beginnen, dass wir einfach zunächst mal errichten, was eigentlich die grundlegende Basis der Existenz überhaupt ist. We all have a mind. Wir alle haben einen Geist. Our mind is the basis of all our experiences. Unser Geist ist die Basis für alle unsere Erfahrungen. We know quite a lot about experiences. Wir wissen eine Menge über Erfahrungen. We know what kind of tea we like. Wir wissen, welche Art von Tee wir mögen. We know the way back to the place where we live. Wir kennen den Rückweg zu dem Ort, an dem wir leben. By having this kind of knowledge, we function in the world. Durch diese Art von Wissen funktionieren wir in der Welt. But regarding the mind itself, we usually have almost no knowledge at all. Aber in Bezug auf den Geist selbst haben wir meistens überhaupt kein Wissen. Our knowledge is about the content of the mind, Unser Wissen bezieht sich auf den Inhalt des Geistes. the nature of different colors, foods, buses and trains and so on. Sozusagen auf die Natur von verschiedenen Farben, verschiedenen Nahrungsmitteln, von Bussen und Zügen und so weiter. And day by day, moment by moment, we live in a stream of experiences which are rising and passing. Tag für Tag, Moment für Moment leben wir in einem Strom von Erfahrungen, die erstehen und dann wieder vergehen. Never arising anywhere certain and secure. Sie erstehen niemals nirgendwo als etwas Sicheres oder Zuverlässiges. The one thing which has been constant through all our years has been our mind.
Die einzige Konstante durch all diese Jahre hindurch war unser eigener Geist. Of course, in terms of the content of the mind, our moods have changed, thoughts, memories, preoccupations, and so on. Natürlich, was die Inhalte unseres Geistes anbetrifft, so haben sich unsere Stimmungen verändert, unsere Beschäftigungen, unsere verschiedenen Dinge, die wir tun und so weiter. But the basic facticity of our presence, of being aware of what is occurring, that has been unchanging. Aber die grundsätzliche Faktizität, die Tatsächlichkeit unserer Präsenz, unsere Gegenwärtigkeit in all dem, was passiert, die hat sich seitdem niemals verändert. So, according to the traditional presentation, we start with the ground. Gemäß der traditionellen Darlegung beginnen wir mit dem Grund, mit der Basis. This basis is also the source. Und diese Basis ist auch zugleich die Quelle. And this is described in many different texts. Here I just use a little bit from this book, Simply Being. Es wird in vielen verschiedenen Texten beschrieben und hier stützt James sich auf dieses Buch Simply Being. In this writer, Chetsamba, says, one's own mind is primordial, uncontrived and effortlessly arising. Und in diesem Text sagt der Autor Tsongkhapa, dass der eigene Geist ursprünglich ungekünstelt, ungekünstelt, anstrengungslos und unaufhörlich aufkommend ist. It's not made by the meditation of the Buddhas. Und dieser Geist wird nicht hergestellt durch die Meditation des Buddhas. And it's not affected by the stupidity of sentient beings. Und er wird auch nicht beeinträchtigt durch die Dummheit fühlender Wesen. Mind's original nature does not depend on causes and conditions. Die ursprüngliche Natur des Geistes hängt nicht von Ursachen und Bedingungen ab. It is void or empty, Sie ist leer, without inherent self-substance, ohne eine innewohnende Eigensubstanz, and is free of all conceptual elaboration. und sie ist frei von jeglichen begrifflichen Konstrukten. At the beginning, mind itself is without source, and so is void. Am Anfang ist der Geist ohne eine Quelle und ist auf diese Weise leer. In the middle, it's without resting place, and so is void. Und in der Mitte ist er ohne einen Platz zum Verbleiben und auf diese Weise leer. At the end, it has no destination, and so is void. Und am Ende hat er keinen Ort, um hinzugehen, und damit ist er auch leer. So, this is how the mind's unaltered nature is. Das ist die Art und Weise, wie die unveränderbare oder unveränderliche Natur des Geistes ist. It's a given. Es ist eine Gegebenheit. It has no creation involved in it. Da ist keine Schöpfung involviert. Primordial, there from the very beginning, Es ist ursprünglich da, von allem Anfang an. and not altered by circumstances. Und ungewandelt durch Umstände. So, saying it's not created by the good deeds of the Buddha, Und so ist er auch nicht erschaffen durch die guten Taten von Buddhas, nor is it obscured or harmed or damaged by the stupidity and foolishness of sentient beings. noch wird er durch die Dummheit, die Ignoranz der fühlenden Wesen in irgendeiner Weise behindert oder beschädigt oder kaputt gemacht. This is the basis of all our experience. Und das ist die Grundlage unserer aller Erfahrung. Each of us and each sentient being has this as both the ground out of which all their experience arises, Jeder von uns hat, und alle fühlenden Wesen hat dieses einerseits als die Basis dafür, auf der alle Erfahrung entsteht, and the very basis of their life. und als die als exakt die Grundlage ihres Lebens. Our life is the unfolding of experience, Unser Leben ist die Entfaltung von Erfahrung, but without this experiencer, aber ohne diesen Erfahrer there would be no experience. gäbe es keine Erfahrung. But here is
clearly saying the experiencer is not part of the experience. Aber hier heißt es ganz klar, dass der Erfahrende nicht ein Teil der Erfahrung ist. And yet is neither apart from, separated from experience. Noch aber ist er von der Erfahrung getrennt oder weit weg. So, with this ground or basis, two paths are possible. Und mit diesem Grund oder dieser Basis sind zwei Pfade möglich. One path is to not attend to the base. Ein Pfad ist, die Basis nicht zu beachten, ihr nicht beizuwohnen. To not attend to how it is. Nicht der Tatsache beizuwohnen, wie es ist, but to develop a story about it. sondern eine Geschichte darüber zu entwickeln. And the other path is to be present with the ground. Und der andere Pfad ist, gegenwärtig mit dem Grund zu sein. Living in the clarity of the ground. Also in der Klarheit des Grundes zu leben. This first path leads to what's called samsara. Dieser erste Pfad führt zu dem, was Samsara bezeichnet wird. The second path leads to nirvana or liberation. Und der andere Pfad führt zu Nirvana oder Befreiung. But the ground itself is free of both samsara and nirvana. Aber die Basis oder der Grund selbst ist frei von beiden, von Samsara und Nirvana. It's neither trapped nor liberated. Er ist weder gefangen noch befreit. It's an ungraspable openness. Er ist eine ungreifbare Offenheit. When it says void, it doesn't mean a kind of nihilistic void of nothing at all. Wenn es da so heißt leer, dann ist es keineswegs ein nihilistisches Leersein im Sinne von, dass da gar nichts ist. But rather an ungraspable spaciousness, sondern eine ungreifbare Raumhaftigkeit, which allows whatever to arise, whatever is arising, just to arise without interference. welche, was immer erscheint, gestattet, eben zu erscheinen, ohne einzugreifen. In an ordinary way, when we look around in the room, we find the room revealing itself to us moment by moment, instantly. Wenn wir sozusagen gewöhnlich in den Raum schauen, dann sehen wir, dass der Raum selbst sich für uns zeigt, unser für Augenblick zu Augenblick. This happens immediately. Und das passiert unmittelbar. Once you start trying to work out what is in the room, it's much more difficult. Wenn man aber anfängt, sozusagen herausfinden zu wollen, was im Zimmer ist, dann wird es viel schwieriger. Because then we start to organize what is here. Denn dann beginnen wir, das, was da ist, zu organisieren. So various people are wearing cloth which is red in color. Einige Leute tragen zum Beispiel rote Farbe. So which is the reddest red? Welches von diesen roten Farben ist denn das richtige Rot? Some red is moving towards orange, some is moving towards purple, and so on. Manches Rot bewegt sich Richtung Orange, anderes gegen Richtung Lila und so weiter. So our mind moves into categorization. Das heißt, unser Geist bewegt sich in Richtung auf Kategorisierung. And each category can be opened into subcategories with more and more minute differentiation. Und jede Kategorie eignet sich dafür, dann weitere Subkategorien zu installieren und mit immer winzigeren Differenzierungen zu versehen. And this mental activity creates our sense of the world being full of things. Und diese Art mentale Aktivität erschafft unser Empfinden einer Welt, die voller Dinge ist. And simultaneously it generates the sense that I am a person who knows about things. Und gleichzeitig wird damit auch die Empfindung erschaffen, dass ich selbst eine Person bin, die etwas über diese Dinge weiß. So we look at somebody's sweater and we have a sense, oh, that's made of wool or that's made of cotton. Dann schauen wir einen Pullover von jemandem und haben irgendwie die Empfindung, aha, das ist aus Wolle gemacht oder das ist aus Baumwolle gemacht. We seem to be reading the world, Es scheint so, als würden wir die Welt interpretieren, but actually we're telling the world what it is. aber in Wirklichkeit sagen wir der Welt, was sie ist. These are cultural categorization, All das sind kulturelle Kategorisierungen, differentiations that we have learned through our life history, das sind Differenzierungen, die wir in unserer Lebensgeschichte erlernt haben and we apply them with our mind.
und wir wenden sie mit unserem Geist an. Dogs don't apply them, birds don't apply them. Hunde machen das nicht und auch Vögel wenden das nicht an. Human beings apply them, and this generates our sense of what it is to be human. Menschliche Wesen wenden diese Kategorien an und das schafft auch unser Empfinden dafür, was es bedeutet, eben ein Mensch zu sein. And we might think, oh, poor stupid cow, it doesn't know the difference between wool and cotton. Wir könnten vielleicht denken, arme, dumme Kuh, die kennt keinen Unterschied zwischen Baumwolle und Wolle. In that way we feel superior. Und auf diese Weise fühlen wir uns überlegen. So, this knowledge that we accumulate gives us power in the world. Und dieses Wissen, das wir angehäuft haben, gibt uns in der Welt eine gewisse Macht. We are fortunate to live in a country where we walk around freely and we keep our cows in a closed field. Wir haben das Glück, in einem Land zu leben, in dem wir selber frei umherlaufen können und unsere Kühe in eingezäunten Feldern halten können. This is a sign of our mastery. Das ist ein Anzeichen unserer Meisterschaft. So how do we come into this position? Wie kommen wir aber in eine solche Position? So he describes that ignorance arises in the mind. Es wird beschrieben, dass eben Ignoranz in dem Geist entsteht. It's described as sudden or adventitious, Und dieses Entstehen wird als plötzlich oder zufällig bezeichnet. like a flash of lightning in the sky. Wie ein Aufblitzen am Himmel. There is a sudden moment in which what is arising and the ground of its arising seem to be slightly apart. Da gibt es einen plötzlichen Moment, in dem das, was aufkommt und die Basis dafür, dass es aufkommt, plötzlich etwas getrennt erscheinen. And then, as if you heard a sudden loud noise outside, you think, what? Das ist dann wie, als ob man plötzlich einen sehr lauten Lärm draußen gehört hätte und dabei so ein bisschen erschrickt. And that what causes a retraction. Und dieses Erschrecken führt zu einem Rückzug, zu einer rückziehenden Bewegung. And that separating out then raises this question, what is that? Und das führt zu einer Trennung, die dann zu der Frage führt, was ist das? Life is flowing on. Das Leben geht weiter, Appearances arising and passing, Erscheinungen entstehen und vergehen, as it always is. wie immer. But now we're thinking, oh, something happened. Aber jetzt denken wir, oh, etwas passiert. In the mind, that is to say, the content of the mind starts to take on the burden of making meaning. Im Geist, beziehungsweise der Inhalt des Geistes beginnt, die Last auf sich zu nehmen, Sinn zu schaffen. Making sense of what is going on. Aus dem, was passiert, Sinn zu machen. Approaching the world and ourselves as a series of problems. Die Welt und auch uns selbst als eine Serie von Problemen anzunähern. So, if you walk outside and you just relax and you look, there's a lot. Wenn wir draußen spazieren und entspannen und einfach umherschauen, dann sehen wir, da gibt es eine Menge. Just a lot. Eine Menge. Then you can think, oh, there's a lot of stuff. Dann können wir denken, oh, das ist eine Menge Zeug. A lot of green stuff. Eine Menge grünes Zeug. Some of the green stuff is trees, some is bushes, some is grass. Manches von dem grünen Zeug sind Bäume, andere Büsche und dann das andere noch Gras. A lot of kinds of trees, kinds of bushes, kinds of grass. Eine Menge Arten von Bäumen, eine Menge Arten von Büschen, von Gräsern. But at first it's just a lot. Aber am Anfang war es einfach eine Menge. This is a kind of intrinsic clarity, Das ist eine Art innewohnende Klarheit a basic aesthetic appreciation, und eine grundlegende ästhetische Würdigung. and it's enough. Und eigentlich auch genug. Hopefully, sometime in the year you have a holiday, you don't have any responsibilities, you're wandering along the beach, you see the light on the water. Hoffentlich haben wir irgendwann mal im Jahr ein bisschen Ferien und keinerlei Verantwortung zu tragen. Dann können wir vielleicht am Strand rumlaufen und sich die Lichter im Wasser spiegeln sehen. You've been letting go of your competent, responsible self. Wir können unser kompetentes, verantwortungsvolles Selbst ein bisschen loslassen. And now, oh, just oh, Und können einfach verwundert sein. it's very beautiful. Es ist wunderschön. What's beautiful? Oh, it's all beautiful.
Was ist wunderschön? Alles ist wunderschön. Everything is given to you, Alles wird uns gegeben and because you're relaxed, you receive everything. und weil wir entspannt sind, empfangen wir auch alles. You don't need to get out your scissors and start cutting out patterns and shapes and identifications. Wir brauchen nicht unsere Schere aus der Westentasche ziehen und anfangen, Muster von Formen und von Identifizierung und anderen Dingen herauszuschneiden. The basic clarity of the mind is the presence of our awareness in the, if you like, the virgin moment of the first expression of what is unfolding moment by moment. Die Präsenz unseres Geistes besteht in unserer Gegenwärtigkeit, in dem, wenn man so sagen will, jungfräulichen Augenblick dessen, wie sich alles von Augenblick zu Augenblick offenbart. But what do we do with that? Aber was machen wir damit? Nothing to do with it. Es gibt nichts damit zu tun. But we have to do something. Aber wir müssen doch etwas tun. And this is part of the problem that we face in meditation. Und das ist auch ein Teil des Problems, dem wir auch in Meditation begegnen. We usually start with our important and burdened self. Für gewöhnlich beginnen wir auch dort mit unserem wichtigen und viele Gewichte tragenden Selbst. I have so many things to do. Ich habe so viele Dinge zu tun. And if I don't do them, they will never be done. Und wenn ich sie nicht mache, dann werden sie auch niemals getan werden. And they're important. Und sie sind wichtig. Are they? Sind sie wirklich? As I get older, I see that what I do is less and less important. Wie ich älter werde, sagt James, sehe ich, dass die Dinge, die ich tue, weniger und weniger wichtig sind. I bought many, many books in the course of my life. Ich habe im Verlauf meines Lebens viele, viele Bücher gekauft. Most of them I haven't read. Die meisten davon habe ich nicht gelesen. Now I start to give them away. Jetzt fange ich an, sie wieder zu verschenken. I take them off the shelf. I think, oh, this is a good book. Ich nehme sie aus dem Regal, schaue rein, denke, oh, das ist eigentlich ein gutes Buch. Then I have to think, James, you're getting fat. You should walk in the park. Und dann denke ich, ich sollte es lesen, aber dann sage ich mir, James, du wirst fett und du solltest mal lieber im Park herumlaufen. But if you walk, you can't read. Aber wenn du rumläufst, kannst du wieder nicht lesen. Better to walk and give the book away. Besser du läufst und gibst das Buch weg. But the book's important, and I was very interested in that. Aber das Buch ist doch wichtig und ich war so daran interessiert. I was very interested in that. Ich war sehr daran interessiert. I still have a latent potential to be very interested in that. Ich besitze immer noch ein latentes Potenzial, sehr daran interessiert zu sein. But Dr. Death is coming with his scythe. Aber Dr. Tod kommt mit seiner Sense. The years go by. Die Jahre vergehen. Is it important? Ist es wirklich wichtig? To me it's important. Für mich ist es wichtig. Even when I try to give the books to some of my supervisees and people I know who are studying, they're not so interested. Selbst wenn ich versuche, diese Bücher wegzugeben, zum Beispiel 10 Leuten, bei denen ich Supervision mache oder anderen, merke ich, die sind vielleicht gar nicht so interessiert. But they're important for me. Aber sie sind mir wichtig. So, in order to give them away, I have to take my investment out of the book, so it's just a book. Damit ich sie weggeben kann, muss ich also meine Investition aus dem Buch herausziehen, sodass es bloß nur noch ein Buch ist. But in giving it to someone else, I have to hope that they will invest in it and say, wow, this is amazing, this is what I'm looking for. Aber um sie wegzugeben, muss ich wiederum hoffen, dass sie ihre Investition tätigen und sagen, oh, das ist ja wirklich erstaunlich, das ist genau das, wonach ich suche. But they're probably thinking, God, every time I go to see James, he gives me a bundle. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass die denken, oh mein Gott, jedes Mal, wenn ich James treffe, gibt er mir ein Bündel Bücher. And because he's the supervisor, I have to look very happy. Und weil er der Supervisor ist, muss ich sehr glücklich ausschauen. And it's in these moments we think, oh, this is my mental construction. Genau das sind diese Momente, wo wir erkennen können, was unsere eigenen mentalen Konstrukte sind. It is our own mind which is making this special and important. Das ist unser eigener Geist, der dieses und jenes als sehr besonders und wichtig macht. And of course, in making this important, I'm making something else not important. Und natürlich, indem ich dieses mit Bedeutung und Wichtigkeit tränke, mache ich andere Dinge etwas weniger wichtig.
This is such an important thing for us to recognize. Das ist so wichtig, dass wir das erkennen. The world is so rich in its available options, Die Welt ist so reichhaltig an verfügbaren Optionen, and yet, due to our self-construction, we make the same narrow particular choices again and again. aber aufgrund unserer spezifischen Konfiguration machen wir immer dieselben engen Wahlen wieder und wieder. And for most of us, we have to struggle to come out of this. Und die meisten von uns müssen damit sich abmühen, da rauszukommen. For example, I was traveling in the train last week, Zum Beispiel bin ich letzte Woche mit dem Zug gefahren and I was reading something very interesting. und ich las etwas sehr Interessantes. And then a family got on with two small girls, Und dann kam eine Familie in das Abteil mit 2 kleinen Mädchen and they were talking and very interested. und sie sprachen und waren alle sehr interessiert. So I had a big thought about modern parents not controlling their children. Dann habe ich natürlich meine eigenen Gedanken über die modernen Eltern, die ihre Kinder nicht kontrollieren, gehabt. And then I thought, anyway, it's quite nice listening to the children. Und dann habe ich gedacht, naja, wie auch immer, es ist auch nett, den Kindern zuzuhören. They were very excited about some game they were playing. Die wurden sehr aufgeregt über irgendein Spiel, das sie spielen. So when I put down the book and I just listened to the kids, I had a much better time. Als ich mich entschlossen hatte, schließlich das Buch niederzulegen und einfach den Kindern zuzuhören, hatte ich eine viel bessere Zeit. And it's in moments like that that we can feel the skin or the boundary or the limitation around the shape of ourselves. Und in solchen Momenten können wir sehr gut die Haut oder die Begrenzung, die Form, die wir uns unserem Selbst gegeben haben, fühlen. This is who I am. This is how I want to live. Das ist, wer ich bin, das ist, wie ich leben möchte. And so we're condemned to a selective attention, Und so verdammen wir uns selbst zu einer selektiven Aufmerksamkeit, a privileging of some features of the world over others. zur Privilegierung bestimmter Eigenschaften der Welt über die anderen. And we have to do this in order to maintain the structure of ourselves. Und wir müssen das tun, um die Struktur unseres Selbst, unseres Ichs aufrechtzuerhalten. So, returning to this first moment of ignoring or ignorance, Um also zurückzukehren zu diesem allerersten Moment des Ignorierens oder der Ignoranz. once there is a sense of what, Wenn da einmal dieses Erschrecken, was ist da, stattgefunden hat, we start trying to work out what is going on. versuchen wir herauszufinden, was vor sich geht. And this leads into the second form of ignoring, which is called the ignoring of naming and categorizing everything. Und das führt zu der zweiten Stufe von Ignoranz und die wird als die Ignoranz von Benennung und Kategorisierung von allem bezeichnet. And there are two aspects to this. The first is reification, Und da gibt es 2 Aspekte. Der erste Aspekt ist die Verdinglichung. that we have the sense that there's a lot of somethings around. Das ist so die Empfindung, dass es da eine Menge von Etwasen unterwegs gibt. That somethingness appears to be just a given. Dass da etwas ist, gewissermaßen als eine Gegebenheit erscheint. I am a someone in a world of somethings. Ich bin jemand in einer Welt von etwas. So what are these somethings? Was sind diese Etwasse? And this takes us into the development of language and concepts, Das führt zu der Entwicklung von Sprache und Begriffen which give us a sense of power and competence. und das vermittelt wiederum ein Empfinden von Macht und Kompetenz. And this is quite affirming to our individual sense of self. Und das bestätigt unser individuelles Empfinden eines Egos, eines Ichs. So I'm here and I know this and I know that. Ich bin hier und ich weiß dies und ich weiß das. Where this and that come from and where I come from is something I'm going to tell. Und wo dies und das herkommt und wo ich selber herkomme, das ist etwas, was ich jetzt sagen werde. The tree grows out of the earth comes from gradual softening of the mountainside, which comes from the rain, because I studied a little bit of geology at school.
die Pflanzen, die kommen aus der Erde und die Erde kommt aus der Erosion von Bergen. Ich habe ja ein bisschen Geologie in der Schule gehabt. And the heating radiator comes from a factory and it's made of iron, and there's a central heating system that drives the water around, and this I know because I learned a little something. Und der Heizkörper, der wird geheizt, der kommt ist aus Eisen gemacht, kommt aus einer Fabrik und wird geheizt durch eine zentrale Einheit, die warmes Wasser da hindurchpumpt. Und das alles weiß ich, weil ich etwas gelernt habe. And I came out of my mother's body. Und ich bin aus dem Körper meiner Mutter rausgekommen. But basically I'm just me. Aber im Wesentlichen bin ich einfach ich. As far as I can remember, I've been me. Soweit ich mich erinnern kann, war ich schon ich. I don't remember my beginning. Ich kann mich an meinen Anfang nicht erinnern. I don't want to imagine my end. Mein Ende will ich mir auch nicht vorstellen. So I am the eternal me. Also bin ich einfach mein ewiges Ich. All of this has nothing to do with the basic ground which was described earlier. All das hat natürlich nichts mit dem grundlegenden, mit der Basis zu tun, die zuvor beschrieben wurde. A ground which is open and empty and the source of all experience. Eben diese Basis oder der Grund, der offen und leer ist und die Quelle aller Erfahrung. The infinite spaciousness of the mind is forgotten. Die unendliche Raumhaftigkeit des Geistes ist vergessen. And our intelligence turns around the maintenance of the self-concept. Und unsere Intelligenz wird sozusagen umgepolt und in die Funktion gesetzt, das Selbstkonzept aufrechtzuerhalten. I am here, I am sitting, later I'll be walking, and so on. Ich bin hier, ich sitze, später werde ich gehen. Our body seems to be a kind of ground of our existence. Unser Körper scheint die Basis unserer Existenz zu sein. What is the relation of the mind and the body? Was nun ist aber die Beziehung zwischen Körper und Geist? The mind and the brain. Der Geist und das Gehirn. This is a big area of investigation. Das ist jetzt ein großes Forschungsgebiet. There are now hundreds of thousands of papers being produced every year on the topics of neuroscience and its applications. Über die Gegenstände von Neurowissenschaften und ihren Anwendungen werden jetzt gegenwärtig hunderttausende Artikel geschrieben. There's a lot of thought about the mind. Es gibt eine Menge Überlegungen zum Geist selbst. As if the mind could be grasped by a thought. Als ob der Geist durch einen Gedanken gegriffen werden könnte. But what Chetsamba is saying is the mind is not created by the good thoughts of the Buddha or the bad or stupid thoughts of sentient beings. Aber wie Tsongkhapa betont, wurde der Geist nicht durch die guten Gedanken oder Taten der Buddhas und die schlechten Taten oder Gedanken der fühlenden Wesen erschaffen. The mind is the ground of thought. Der Geist ist die Basis von Gedanken. Without the clarity of the mind, the thought would not appear to us. Ohne die Klarheit des Geistes würde ein Gedanke in unserem Geist nicht aufkommen. And so all this busy work of research and so on will tell us more about the content of the mind. So dass all diese geschäftige Forschungstätigkeit mehr über den Inhalt unseres Geistes sagen wird. But not the mind itself. Aber nicht über den Geist selbst. And there is no end to the development of refinements around the content of the mind. Und der Entwicklung von Verfeinerung über den Inhalt des Geistes gibt es kein Ende. People can be in psychotherapy for years and years and years because there is no end to refining one's understanding of who one is. Leute können Jahre für Jahre in Psychotherapie sein, weil es einfach kein Ende dafür gibt, das Verständnis, wer man ist, zu verfeinern. There is always more to be said. Und es gibt immer mehr, was zu sagen wäre. Because our sense of self is not some internal formation which has a beginning and an end. Und unsere Empfindung von einem Selbst und einem Ich ist keine interne Formierung, die einen Anfang und ein Ende hat. But it manifests as a kind of conversation. Sondern es manifestiert sich als eine Art Konversation. Due to causes and conditions, we find ourselves speaking in a particular way.
aufgrund von Ursachenbedingungen finden wir, dass wir auf eine bestimmte Weise sprechen. And then due to that, other people respond, but according to their particular patterning. Und aufgrund dessen reagieren andere Leute, aber dann wiederum auf der Grundlage ihrer spezifischen Muster. And because they spoke in that way to us, we then reply in another way. Und weil diese Leute zu uns auf diese Weise gesprochen haben, reagierten wir wiederum auf eine andere Weise. And this leads to the endless evolving and unfolding of new patternings. Und das führt zu einem endlosen sich entwickeln und strukturieren neuer Musterformen. Patternings which appear to be quite meaningful in the context. Muster, die in ihrem eigenen Kontext durchaus sehr bedeutungsvoll erscheinen mögen. And yet when the context changes, they're not so important. Und doch, wenn sich der Kontext verändert, zeigen sie sich als nicht so wichtig. And that's the great vulnerability of our existence in time. Das ist die große Verletzlichkeit unserer Existenz im Laufe der Zeit. Because when we're naming the world and organizing phenomena, we do it from our situatedness. Denn wenn wir die Phänomene benennen und organisieren, dann tun wir das aus unserem eigenen Sein in einer spezifischen Situation. When children are small, they often have lots of soft toys around them. Wenn Kinder klein sind, haben sie oft viele weiche Spielzeuge um sie herum. And as they get older, they still like the emotional familiarity of the soft toy, but it's a bit embarrassing if friends come round and go into your bedroom. Und wenn sie älter werden, dann hängen sie eigentlich immer noch an der emotionalen Vertrautheit dieser weichen Spielzeuge, aber es ist ein bisschen peinlich, wenn dann Spielfreunde in das Schlafzimmer kommen. So they get moved from covering the bed to being under the bed. Das heißt, die weichen Spielzeuge verschwinden zunächst unter der Decke und später unter dem Bett. Because I'm getting older, the world's changing, that's not what my friends do. Denn ich werde älter, die Welt verändert sich und das ist nicht das, was meine Freunde machen. And I have to be a bit like my friends, otherwise I'm going to be weird. Und ich muss ein bisschen wie meine Freunde sein, sonst bin ich ein bisschen seltsam. So although I like my soft toys, Denn also auch wenn ich meine weichen Spielzeuge mag, I have to show other people that I'm like them. und muss ich trotzdem den anderen zeigen, dass ich wie sie bin. And it's through these sort of experiences that we become diverse or multiple. Und durch diese Art von Erfahrung werden wir divers oder multiple. That our self is not a simple phenomenon. Dass nämlich dann unser Selbst kein einfaches, unzusammengesetztes Phänomen mehr ist, but more like a crystal with many facets. We become rich in multiple voices, in multiple positionings of liking and not liking and so on. wir werden eher wie ein Kristall mit vielen Facetten, werden wir reich an vielen inneren Stimmen und an Positionierungen von mögen und nicht mögen und so weiter. This leads to sometimes a sense of conflict in ourselves. Und das führt manchmal zu einer Empfindung von inneren Konflikten. We can't make up our mind about something. Wir können uns vielleicht in Bezug auf etwas nicht entschließen. We like someone, but we hate them at the same time. Wir mögen jemanden, aber wir empfinden auch ein bisschen Hass gegen sie. We feel open to them, but we can't bear it that they are like that. Wir finden uns als offen für sie, aber gleichzeitig können wir nicht ertragen, dass die Person so ist. And then we try to just be open, but this other aspect of ourself arises and says, no, I'm enough, I won't put up with this. Und dann versuchen wir vielleicht sogar einfach nur offen zu sein, aber dann kommt dieser andere Aspekt hoch und sagt, nee, jetzt ist genug, ich kann das nicht ertragen. But what do you really feel? Aber was fühlst du wirklich? I really feel all these things. Ich fühle wirklich all diese Dinge. They're all me. Sie sind alle ich. But just make up your mind, do you want to be with me or not?
Also entscheide dich, willst du mit mir sein oder nicht? This is a shit question. Das ist eine Scheißfrage. Because the real reply to that is, well, who are you? Denn die wirkliche Antwort darauf wäre die Frage, wer bist du? Because you are speaking as if you are a unitary subject. Denn du sprichst so, als wärst du sozusagen ein unitäres Subjekt. The fact is, I am like a buffet and you are like a buffet. Aber Tatsache ist, ich bin wie ein Buffet und du bist wie ein Buffet. But every time I reach out to get a chicken drumstick, you switch the plate and give me a bit of asparagus. Aber jedes Mal, wenn ich nach dem Hühnerschenkel greife, wechselst du schnell die Teller und gibst mir ein Stück Spargel. Yeah. We are like that. So sind wir. We are inconsistent, Wir sind inkonsistent. but we imagine that we are consistent. Aber wir stellen uns vor, wir seien konsistent. And we want other people to be consistent and predictable. Und wir wollen auch andere als konsistent und vorhersehbar sehen. And this feeds into being critical of ourselves and critical of other people and of course fundamentally disappointed. Und das führt dazu, dass wir uns selbst gegenüber kritisch sind und anderen gegenüber kritisch sind und natürlich grundlegend auch unzufrieden. And this leads into the third level of ignoring, which is ignoring the facticity of karma. Und das führt zu der dritten Ebene des Ignorierens, und das ist das Ignorieren der Tatsächlichkeit des Karma. Karma means that actions have consequences. Karma bedeutet, dass Handlungen Folgen haben. And the consequence is not just the immediate result, but it is a residual impact or vibration which continues through time. Und die Konsequenzen bestehen nicht nur in dem unmittelbaren Resultat, sondern auch in einer Spur von Schwingung, die sich über die Zeit fortsetzt. So traditionally it's described there are four aspects of karma. Traditionell spricht man von 4 Aspekten von Karma. The first, the ground, is not recognizing your own mind. Der erste Aspekt, der Grund ist das Nichterkennen des eigenen Geistes. If you recognize your mind, you don't create karma. Wenn du deinen eigenen Geist erkennst, erschaffst du kein Karma. The second aspect is an intention. Der zweite Aspekt ist eine Absicht. An intention means I intend something. Eine Absicht bedeutet, dass ich etwas beabsichtige. Intention is usually formulated along an axis of like and not like. Und eine Absicht ist für gewöhnlich entlang der Achse von Mögen und Nichtmögen formuliert. So I intend to take more exercise. Also ich habe die Absicht, mehr körperliche Übungen zu machen. Because I like the idea of being healthy. Denn ich mag die Idee, gesund zu sein. Of course, I might not like actually to take any exercise. Natürlich könnte es sein, dass ich nicht wirklich die tatsächliche Übung mag. So my intention can be sabotaged just on the level of an intention. Sodass meine Intention, meine Absicht bereits auf der Absichtsebene sabotiert werden kann. Because I have counter intentions operating in me. Denn ich habe auch Gegenabsichten, die genauso in mir operieren. Or I might have an intention to steal something. Ich könnte eine Absicht haben, etwas zu stehlen. I could have all kind of reasons for doing that. Und um das zu tun, könnte ich viele Gründe anführen. You can steal out of stupidity. Du kannst aus Dummheit stehlen. You might steal on the basis of thinking, well, it doesn't belong to anyone. Du kannst stehlen, weil du denkst, das gehört niemandem. In our world, most things belong to someone. Aber in unserer Welt gehören die meisten Dinge irgendjemandem. And in Tibetan, stealing is called machimalemba, which means taking that which is not given. Im Tibetischen wird das Stehlen als das Nehmen von etwas, was einem nicht gegeben wurde, bezeichnet. Which makes it a little bit tighter. Und das macht die Definition etwas strenger. But it's just there. Aber es ist doch einfach da. But it hasn't been given to me. Aber es wurde mir nicht gegeben. So I'm taking something, and that's stealing. Ich nehme dann also etwas und das ist Stehlen. You can have stealing on the basis of hatred or anger. Du kannst aber auch stehlen auf der Grundlage von Hass oder Zorn. If you have a job and you don't feel you're paid enough, you can always steal some pens, papers and so on. Wenn du einen
Job hast und du hast das Gefühl, du wirst nicht genug bezahlt, dann könntest du irgendwelche Stifte oder Papier oder dergleichen stehlen. You can steal out of desire, Man könnte auch aufgrund der Begierde stehlen, that the object seems so important and special to you, dass ein Objekt so wichtig und besonders uns erscheint, that you're willing to risk the consequences because this shimmering, wonderful object has caught your mind. sodass wir so dann bereit sind, auch die Konsequenzen zu tragen, weil diese schimmernden Qualitäten dieses Objekts unseren Geist gefangen genommen haben. So intention operates inside the field of subject and object. Das heißt, Absicht operiert immer innerhalb dieses Feldes von Subjekt und Objekt. I am real, the object is real, and the connection between us is real and powerful and important. Also, dass ich selbst real bin, das Objekt ist real und die Verbindung zwischen uns beiden erscheint auch real und wichtig. You can use this to reflect on your own life. Wir können dieses Bild benutzen, um unser eigenes Leben zu reflektieren. What are the things that get you going? Was sind die Dinge, die uns in Bewegung versetzen? If something catches your attention that you like or don't like. Es ist immer etwas, was unsere Beachtung fängt, etwas, was wir mögen oder nicht mögen. And you want to do something about it. Und wir wollen diesbezüglich etwas tun. Even if you know that on a practical level you can't do anything. Selbst wenn wir wissen, dass wir auf einer praktischen Ebene eigentlich nichts tun können. This polarized energization can still be operating. Kann diese polarisierende Energetisierung immer noch am Wirken sein. It's not right, it shouldn't be happening, it's not fair. Es ist nicht richtig, es sollte nicht geschehen, es ist nicht fair. All of these comments carry inside them an intention which I would carry out if I had the power to do so. All diese Kommentare tragen in sich eine Intention von etwas, was ich ausführen würde, wenn ich die Macht dazu hätte. I am being persecuted by events. Ich werde von Ereignissen verfolgt. This is not how my life should be. Das ist nicht, wie mein Leben sein sollte. So here I as an individual am Hier bin ich also als ein Individuum niched into the particular topology of my world. und sitze in der Nische einer bestimmten Topologie meiner eigenen Welt. But I'm constantly being shown it's not my world. Und mir wird aber trotzdem die ganze Zeit über gezeigt, dass es nicht meine Welt ist. Because the world doesn't conform to my desire. Denn die Welt reagiert nicht in der richtigen Weise auf meine Wünsche. And so anger and irritation are arising. Dann entstehen Zorn und Irritation. So when we have a situation when our intention can be carried into action, Wenn wir aber eine Situation haben, wo unsere Absicht in eine Handlung überführt werden kann, we had the third stage of karma, dann haben wir die dritte Stufe des Karma. in which I connect with the object. In dieser Stufe verbinde ich mich mit dem Objekt. I put 3 pens in my pocket when I leave work. Ich stecke zum Beispiel 3 Stifte in meine Tasche, wenn ich die Arbeit verlasse. I'm conscious that I'm doing it. Es ist mir bewusst, dass ich es mache. I can be troubled by this or not. Es könnte mir Schwierigkeiten bereiten oder auch nicht. I might be troubled by guilt, thinking, oh, this is not so good. Ich könnte durch Schuldgefühle beunruhigt werden, zu denken, ja, das war nicht so gut. This is not how my mum told me to behave in the world. Das ist nicht, wie meine Mama mir gesagt hat, wie ich mich in der Welt benehmen sollte. I might be troubled by anxiety. Oh my God, if anybody finds out. Ich könnte durch die Ängste beunruhigt werden. Oh mein Gott, wenn jemand das herausfindet. I might be pervaded by happiness. Oder ich könnte auch von Glück durchdrungen sein. Well, fuck you, at least I got something. Wenigstens habe ich etwas bekommen. And then you get home and you have the pens, Und dann kommen wir nach Hause und dann haben wir diese Stifte. and your mood might have changed. Und deine Stimmung könnte sich verändert haben. You might have felt anxious when leaving the building, but now you're really happy. Vielleicht waren wir ängstlich, als wir das Gebäude verließen, aber jetzt sind wir wirklich glücklich. You might have been happy leaving the building with the pens, and now you feel a little bit guilty. Wir könnten auch glücklich gewesen sein, als wir das Gebäude verließen, aber jetzt können wir vielleicht uns ein bisschen schuldig fühlen. So this is the 4th stage of karma, where we come to a conclusion about our action.
Und das ist die vierte Stufe des Karma. Das ist die Stufe, auf der wir zu einer Schlussfolgerung über die Qualität unserer Handlung kommen. And if we are fully in agreement with the validity of the action that we have carried out and that it fulfills our original intention, then you get the full potency of the karma. Und wenn wir in vollkommener Übereinstimmung mit der Handlung uns befinden, die wir ausgeführt haben, wenn wir das Gefühl haben, sie entspricht genau unseren Absichten, dann bekommen wir auch sozusagen die volle Potenz, die volle karmische Potenz unserer Handlung. But if you have regret and feel some remorse, and especially if you have a desire to make some reparation, then you soften the intensity of the fourth stage. Wenn wir aber Bedauern oder Reue empfinden und insbesondere dann, wenn wir auch das Bedürfnis haben, eine gewisse Wiedergutmachung zu verrichten, dann weicht das sozusagen die volle Wucht des Karma auf. And in the moment of the enactment, if you realize this is not a good thing to do and you stop, that will soften that accumulation. Und insbesondere dann, wenn in dem Moment der Ausführung einer Handlung wir erkennen, dass das nicht eine gute Handlung ist und wir uns sozusagen von der Durchführung abwenden, dann wird das insbesondere die Anhäufung etwas aufweichen. And if at the moment of the formulation of the intention you think, oh, this is crazy, why would I do that? This is a mad idea. Then it will be lessened. Und noch stärker verringert wird es, wenn wir schon in dem Moment der Formulierung der Absicht erkennen, dass es eine verrückte Absicht gibt und dass es eigentlich keine Grundlage dafür, eine solche Handlung ausführen zu wollen, dann vermindert das noch mehr. So when we do this basic Shine meditation of focusing on the breath and not being carried away by thoughts, Wenn wir also diese grundlegende Shine-Meditation machen, bei der wir uns auf die Atmung fokussieren und nicht erlauben, dass wir von den Gedanken fortgetragen werden, we're strengthening our capacity not to fall under the power of an arising intention. dann stärken wir unsere Fähigkeit, nicht unter die Macht einer aufkommenden Absicht zu fallen. Because in the meditation, the thought comes, but you let it go. Denn in der Meditation kommt ein Gedanke, aber wir lassen ihn auch wieder gehen. And when the thought comes and it seems to be enticing and meaningful and sticky and really ready to merge into you, Und wenn ein Gedanke kommt und sozusagen verführerisch und auch klebrig und dich einladend ist, wirklich mit ihm zu verschmelzen, but you still keep your focus on the breath, wir aber unseren Fokus immer noch auf die Atmung behalten, the thought goes by. dann wird der Gedanke auch wieder verschwinden. I don't have to follow my thoughts. Ich muss meinen Gedanken nicht folgen. The fact that the thought arises in what I call my mind Die Tatsache, dass ein Gedanke in jenem erscheint, was ich als meinen Geist bezeichne, doesn't mean I have to follow it. bedeutet nicht, dass ich ihm folgen muss. Now that's quite a strange idea. Das ist eine seltsame Idee. I am full of thoughts which are both mine and not mine. Ich bin voller Gedanken, die gleichzeitig meine Gedanken und auch nicht meine Gedanken sind. They become especially mine if I adopt them. Sie werden ganz besonders meine Gedanken, wenn ich sie adoptiere. But if I don't adopt them, it's just stuff. Wenn ich sie aber nicht adoptiere, dann sind sie einfach nur Zeug. The fact that it's here doesn't give it a status as part of me. Die Tatsache, dass sie da sind, gibt ihnen noch lange keinen Status als einen Teil von mir. I make it part of me. Es bin ich, der sie zu einem Teil von mir macht. And this is a basic existential freedom. Und das ist eine grundlegende existenzielle Freiheit. A basic existential idea is we're thrown into a world and we don't know what it's all about or who we are, but somehow we cobble together our sense of self. Die grundlegende Idee ist, dass wir hier in die Welt geworfen sind und eigentlich gar nicht verstehen, was vor sich geht oder wer wir sind, aber wir finden da schon irgendwie unseren Weg hindurch. That our life is not written in the great book at the beginning of time. Es ist keineswegs so, dass unser Leben sozusagen schon von einem Anfang an in das große Buch des Lebens und der Zeit eingeschrieben ist.
that there is an indeterminacy to our existence, which is our freedom to make choices. Und das ist eine gewisse Undeterminiertheit unserer Existenz, die uns die Freiheit gewährt, auch Wahlmöglichkeiten zu haben. And Buddhism would certainly agree with that view. Buddhisten werden dem sicherlich zustimmen. What we feel as necessity is a habit formation. Was wir als notwendig empfinden, ist nichts anderes als die Formierung von Gewohnheiten. There are many things which are necessary for the maintenance of the current shaping of our existence. Es gibt natürlich viele Dinge, die notwendig sind, um die gegenwärtige Formung unserer Existenz aufrechtzuerhalten. But when circumstances change, it's no longer a necessity. Aber wenn sich die Umstände ändern, dann ist das nicht mehr eine Notwendigkeit. So the fact that something feels necessary Also die Tatsache, dass sich etwas für uns als nötig anfühlt and there's a kind of absoluteness or infinity in that felt sense of necessity, und dieses Empfinden von Notwendigkeit hat einen Aspekt von Absolutheit oder sogar Unendlichkeit, is actually a misunderstanding of the contextual nature of the situation. und das ist aber in Wirklichkeit nur ein Missverstehen der kontextbedingten Natur der Situation. So when my youngest son would sleep with soft toys in his bed, Als mein jüngerer Sohn mit so Plüschtieren in seinem Bett schlief and couldn't sleep without them, und ohne sie nicht schlafen konnte, when he had a friend coming around to sleep over, wenn er einen Freund zu Besuch hatte, der über Nacht blieb, the soft toys were not in the bed. waren die Plüschtiere nicht im Bett. So necessity was being clearly shown as contextual. Also wurde die Notwendigkeit ganz klarerweise als kontextbedingt gezeigt. Due to causes and conditions, this is what has to be the case. Aufgrund von Ursachen und Bedingungen ist dies das, was sein muss. But when the causes and conditions change, that's not so. Aber wenn sich die Ursachen und Bedingungen verändern, dann ist es nicht mehr so. So when we review our lives, and we start to see, oh, this is true for me. Und wenn wir unser Leben überschauen, dann beginnen wir zu sehen, dass es auch für uns selbst war. I construct my life out of these pattern formations. Ich konstruiere mein Leben aufgrund dieser Musterbildungen. And it's a two-way movement. Und das ist eine Bewegung in zwei Richtungen. I organize the furniture and so on in my room. Ich organisiere das Möblement meines Zimmers. And this pattern of organization reassures me that I am who I take myself to be. Und diese spezielle Einrichtung, diese spezielle Organisierung rückversichert mich, dass ich derjenige bin, für den ich mich halte. So we're creating these self-confirming patterns. Ja, also wir schaffen diese sich selbst bestätigenden Muster. And the problem from the Buddhist point of view, is that when we complete an action, the action is not complete. Das Problem vom buddhistischen Standpunkt aus ist, dass wenn wir eine Handlung vollbringen, vollenden, dann ist die Handlung als solche noch nicht vollständig. Because the energy of mobilization, Denn die Energie der Mobilisierung, arises like a wave, die entsteht wie eine Welle. and then the wave goes back in the ocean. Und dann geht die Welle zurück in den Ozean. But as the wave was cresting, little sparks of foam were coming off the top of it. Aber als die Welle so ihren Wellenkamm errichtet hatte, da kamen so Schaumfetzen aus ihrer Krone. And this spray goes out into the future as a karmic potential. Und dieses Sprühzeug geht hinaus in die Zukunft als karmisches Potenzial. Manifesting as a tendency, which could manifest in this life or a future life. Manifestiert sich als eine Neigung, die sich in diesem Leben oder auch in einem späteren Leben manifestieren könnte. Where we find ourselves succumbing, usually without knowing why, to a particular kind of enthusiasm. Wo wir uns selbst wiederum finden, wie wir einer bestimmten Art von Enthusiasmus unterworfen sind,
von dem wir nicht einmal verstehen, warum wir das haben. Something seems important to us, Etwas erscheint wichtig, but we don't quite know why. aber wir wissen eigentlich nicht warum. Later in life, people take up yoga, Zum Beispiel später im Leben fangen Leute an, Yoga zu or they praktizieren. become more interested in their garden. Oder werden plötzlich mehr an ihrem Garten interessiert. And it feels to them that, oh, I am deciding to do this. Und es fühlt sich so an, als würden sie selbst entschieden haben, es zu tun. And of course, they can give some rationale, some explanation as to why they're doing it. Natürlich können sie dann auch irgendwelche Begründungen abgeben, Erklärungen abgeben, warum sie etwas tun. But from a Dharma point of view, there has been a particular ripening which gives nutrition to that potential interest or enthusiasm. Aber vom Dharma-Standpunkt aus gab es da eine gewisse Reifung, die diesem Potenzial von Interesse oder Enthusiasmus Nahrung gibt. Because it might well be something you've always been a bit interested in, Vielleicht war das etwas, woran wir schon immer ein bisschen interessiert waren, but suddenly you find yourself doing it. aber plötzlich finden wir, dass wir es tatsächlich tun. What is it that opens the door? Was ist es, was die Tür da öffnet? This is the ripening of karma. Das ist das Reifen von Karma. Because the idea of karma puts into question the notion of our individual agency. Denn die Idee des Karma, die stellt die Vorstellung von einem individuellen Handlungswillen in Frage, That I am a rational subject dass ich ein rationales Subjekt bin and I know why I do what I do. und dass ich weiß, warum ich etwas tue. But one of the great benefits of meditation is we realize how illogical and unrational our thought content is. Aber einer der großen Nutzen der Meditation ist, dass wir erkennen, wie unlogisch und irrational unsere Gedankeninhalte tatsächlich sind. And how, with that understanding, we start to see more that the course of our activity in a day is often we're caught by something takes our fancy. Und dann beginnen wir zu erkennen, dass eine Menge der Aktivitäten unseres Tages darin bestehen, dass wir einfach von etwas gefangen werden, dass irgendetwas sozusagen unsere Vorliebe fängt plötzlich. And we're carried by that. Und wir werden dadurch getragen And it seems important. und dann erscheint es wichtig And then afterwards we wonder why. und dann hinterher wundern wir uns, warum eigentlich. It seemed a good idea at the time Zu dieser Zeit schien es eine gute Idee zu sein. because we were caught up. Und wir waren da eingefangen. Another way of saying this would be to say that because we are each multiple, Eine andere Art, es auszudrücken, wäre zu sagen, dass dadurch, dass wir viele Facetten haben, with many self-aspects, mit vielen Aspekten des Ichs, moment by moment the configuration or the patterning of these self-aspects can be changed by evoking circumstances. können die Konfigurationen und die Musterbildung in diesen vielen Facetten des Ichs verändert werden und evoziert werden durch die sich stets verändernden Umstände. For example, you might usually be quite a placid, easygoing person, Zum Beispiel könnte es sein, dass man für gewöhnlich eine heitere und leicht zu habende Person ist. and suddenly you're really pissed off about something. Und plötzlich ist man über etwas richtig angepisst. This hasn't fallen out of the sky. Und das ist nicht vom Himmel gefallen. The aspect of yourself or the self-state that you have, which is redolent in anger, was latent until awakened, and then it comes forward and it dominates your manifestation of self. Dieser Aspekt unseres Ichs, das sozusagen in Zorn eingebettet ist, das war schon latent vorhanden, aber plötzlich, wenn die Umstände das sozusagen wachrufen, ist es voll manifest. Listen, I'm fucking angry. Hör mal zu, ich bin wirklich verdammt zornig. And in that moment, you're just angry. Und in diesem Moment ist man tatsächlich zornig. You have a huge repertoire of ways of being. Wir haben ein riesiges Repertoire von Seinsweisen. But in that moment, anger has become foreground and everything else is in the background.
Aber in diesem Moment wird Zorn zum Vordergrund und alles andere tritt in den Hintergrund. And this is an aspect of karma, Das ist ein Aspekt des Karma. that we don't exist as a coherent, consistent, awakened self, Dass wir nicht als ein kohärentes, konsistentes, erwachtes Selbst existieren, but we are more like a puppet with many strings coming out of us. sondern wir sind mehr wie eine Puppe, an der viele Fäden hängen. And someone can suddenly grab a string and pull it and we're into another state. Jemand kann irgendeinen Faden davon plötzlich greifen und daran ziehen und plötzlich sind wir in einem ganz anderen Zustand. So if we go back to the second level of karma, intention, Wenn wir jetzt zurückgehen zu der zweiten Stufe des Karma, zur Absicht, very often our intention is formulated by a self-aspect despite the lack of agreement from the other aspects of ourselves. so kann man sagen, dass sehr oft eine Absicht durch einen Eigenaspekt, einen Ich-Aspekt formuliert wird, trotz einer fehlenden Übereinstimmung mit den anderen Facetten des Ichs. So I have a voice that says, well, I'm hungry. Zum Beispiel habe ich in mir eine Stimme, die sagt, ich bin hungrig. I have other voices that say, well, you're fat. Ich habe eine andere Stimme, die sagt, nun ja, aber du bist auch fett. But late at night when I'm tired, when the voice that says, I'm hungry comes out, fat is, shut up. Aber spät abends, wenn ich müde bin und wenn die Stimme kommt und sagt, ich bin hungrig, dann wird die Stimme, die sagt, du bist fett, die verstummt. So the possibility is to have a real intrapsychic struggle between these different positions. Natürlich eine der Möglichkeiten wäre, einen wirklichen innerpsychischen Kampf zwischen diesen Positionen auszutragen. But it's not a fair fight. Aber das ist kein fairer Kampf. As St. Augustine says, that the good that I would do, I don't do. Wie Heiliger Augustin sagte, das Gute, das ich tun würde, tue ich nicht. The ill that I would not do, I do. Und das Böse, das ich nicht tun sollte, tue ich. Now, why does this happen? Warum passiert das? And as children often say, well, it just happened. Wie Kinder einfach oft sagen, es ist einfach passiert. That's because we are not sitting in a circle doing group therapy. Das ist, weil wir mit uns nicht in einem Kreis sitzen und Gruppentherapie betreiben. What we have is the sequential emergence of self-aspects. Was wir hier haben, ist eine sequentielle, eine nacheinander folgende Emergenz von verschiedenen Ich-Aspekten. And when one part is out, the other is in. Und wenn die eine ausbricht, ist die andere drin. Like these Swiss clocks with a man and a woman who go out in turn. So wie diese Schweizer Uhren mit einem Mann und einer Frau, die dann abwechselnd austreten. So the idea that somehow we could sit and have a rational conversation in ourselves and come to a clear decision about what we should do given all the circumstances. Diese Idee, dass man da sozusagen im Kreis miteinander sitzen könnte mit all den Ich-Aspekten und eine rationale Diskussion führen könnte und dann zu einer klaren Entscheidung, einer rationalen Entscheidung gelangen könnte, was wir tun werden. This is a nice idea, but it's insane. Das ist eine nette Idee, aber sie ist verrückt. It's one of the fruits of the European Enlightenment. Das ist eine der Früchte der europäischen Aufklärung. With the idea that somehow there is a threshold between me and the world. Mit dieser Idee, dass es irgendwie zwischen mir und der Welt eine Stufe gibt, einen Tritt gibt. And sitting in the castle of myself, und indem ich in dem Schloss meines Ichs sitze, I will formulate my clear good intention. Werde ich meine klare, gute Absicht formulieren. And then lower the drawbridge and ride out into the world. Und dann werde ich die Hängebrücke niederlassen und dann eben mit meiner guten Absicht in die Welt hinausreiten. But there is no such thing as an individual. Aber es gibt kein solches Ding, ein Individuum. We are in the world, part of the world. Wir sind in der Welt, ein Teil dieser Welt. And so the world is always impacting us. Sodass die Welt uns immer beeinträchtigt. We emerge in conversation or mutual influencing with the factors around us.
Wir stehen erst überhaupt in Konversation oder Dialog oder im gegenseitigen Austausch mit den Faktoren, die um uns herum sind. And how we are arising is not on the basis of a rational decision. That's a small part of it, but a lot of it is an evocation by the circumstances. Und wir erstehen da nicht aufgrund einer rationalen Entscheidung. Das mag schon ein kleiner Teil davon sein, aber im Großen und Ganzen erstehen wir einfach aufgrund dessen, was gerade durch die Umstände in uns evoziert worden ist. This is the energetic actuality of non-duality. Und das ist die energetische Tatsächlichkeit der Nicht-Dualität. Non-duality means there is no real separation between subject and object. Nicht-Dualität bedeutet, dass es keine wahrhafte Trennung zwischen Subjekt und Objekt gibt. They are not just one thing, but neither are they truly separate. Sie sind weder einfach nur ein Ding, aber sie sind auch nicht wahrhaft getrennt. Our world is much more like water than earth. Unsere Welt ist sehr viel mehr wie Wasser als wie Erde. We talk of the world as if it's made of fixed things. Wir sprechen über die Welt, als sei sie aus fixierten Dingen gemacht. But actually, we're like two children in the bath slapping water. In Wirklichkeit sind wir aber mehr wie zwei Kinder in eine Badewanne, die sich gegenseitig mit Wasser bespritzen. And the waves are rippling across and meeting each other and splashing about. Und die Wellen, die schwappen sozusagen in beide Richtungen und benetzen und planschen herum. And it's these waves of response which take us over. Und das sind diese Wellen von Reaktion, die uns dann übermächtigen. And it's from this understanding that Buddhist tradition says analysis and rational consideration is good, but it's not enough. Und das ist die Grundlage dafür, dass die buddhistische Tradition sagt, dass eine Analyse und eine rationale Überlegung gut ist, aber nicht genug ist. The complexity of lived existence moment by moment goes beyond our capacity to work out all the factors. Die Komplexität unserer Existenz von einem Augenblick zum anderen geht weit über unsere Fähigkeit, sozusagen die Dinge rational herauszuarbeiten. It is very common for us to feel that we are shuffling up and down a polarity between being in control and out of control. Und es ist sehr normal, das Gefühl zu haben, dass wir zwischen den Polen von Kontrolle und fehlender Kontrolle hin und her schwanken. But this out of control feeling is just that too much is going on. Aber dieses außer Kontrolle zu sein, ist einfach der Ausdruck dafür, dass zu viel vor sich geht. Too much for what? Zu viel von was? Too much for the ego to make sense of. Zu viel für das Ego, um Sinn daraus zu machen. Which is why in the Dzogchen tradition I will say you have to relax out of the fixation of the ego formation into unborn open awareness. Und deswegen heißt es in der Dzogchen-Tradition, dass du dich sozusagen aus dieser Fixierung und Enge der Ego-Formation heraus entspannen musst in die offene Bewusstheit. The fact that we make mistakes in our lives and get in a mess and hurt other people Die Tatsache, dass wir Fehler in unserem Leben machen, dass wir Unordnung erschaffen und andere Leute verletzen, is not a sign that we are fundamentally bad people. ist kein Anzeichen dafür, dass wir grundlegend schlechte Leute sind. But it's rather a sign that we are trying to do a job with inadequate tools. Sondern es ist eher ein Zeichen dafür, dass wir versuchen, eine Arbeit zu erledigen mit unangemessenen Werkzeugen. If you have the right tools, many things can be accomplished. Wenn man die richtigen Werkzeuge hat, können viele Dinge vollbracht werden. When I had a blocked drain in the sink, I tried putting down soda, I had a rubber suction pump, I had many things and it didn't work. Als ich eine Blockierung in meinem Abfluss hatte, habe ich viele Dinge probiert. Ich habe da Soda reingeschmissen, ich habe da mit so einem Gummipfropfen versucht, so eine Gummipumpe das durchzukriegen. Ich habe es nicht freigekriegt. Then along came the professional plumber, he takes out his big pump and in 2 minutes it's clean. Dann kommt der professionelle Hydrauliker und nimmt seine Pumpe raus, seine riesige, macht wupp und dann ist es sauber. It wasn't that I was lazy and didn't make effort, but I hadn't really understood the nature of the problem and the solution that was required.
Es war nicht so, dass ich jetzt faul war und nichts unternommen hätte, aber ich verstand einfach nicht die Natur des Problems und die angemessene Lösung. In the same way, if we ask the ego to do things it can't do, then we will always be unhappy. In der gleichen Weise, wenn wir das Ego darum bitten, Dinge zu tun, die es nicht tun kann, dann werden wir immer unglücklich sein. We need to open ourselves to awareness. Awareness can perform this wonderful, liberating freedom. Wir müssen uns der Bewusstheit gegenüber öffnen. Es ist die Bewusstheit, die diese Befreiung in die wunderbare Freiheit gewähren kann. But the ego can't. Aber das Ego kann es nicht. And so all the messages that we have that we must try harder Und die Botschaften, die wir uns vielleicht sagen, dass wir uns noch stärker bemühen müssen, are actually counterproductive sind in Wirklichkeit kontraproduktiv. because they lead to a sense of personal failure and blame and irritation and so on. Denn sie führen zu einer Empfindung persönlichen Versagens, Schuld, Beschuldigung und Irritation. And what we have to do is to relax out of the anxious and driven fixation and allow the natural clarity of the mind to do what it does without effort. Was wir tun müssen, ist aus diesem ängstlichen, engen Ego fixiert sein, uns zu entspannen, heraus in die Offenheit und der natürlichen Klarheit erlauben, das zu tun, was sie ohnehin ohne jede Mühe tun kann. Okay, if we take a break now, Jetzt machen wir eine Pause, maybe for 20 minutes. 20 Minuten. Let's meet quarter to